Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Armlang. Heute geht's, beziehungsweise jetzt geht's nochmal um Multithreading. Ihr habt hier gesehen, wir haben schon ein bisschen kompliziertere Sachen hier das letztes Mal gemacht. Ähm, und wir werden dieses Mal noch ein bisschen mehr machen. Wir stellen uns nämlich jetzt zwei Threads, die miteinander sogar kommunizieren. Der hier gibt jetzt nicht nur Eu aus, sondern er gibt danach auch noch einen neuen Value aus. Und dieser Value, der muss irgendwo in meinem Speicher drin stehen. Und damit den zwei Threads, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, auch ansprechen können, kann ich nicht einfach eine Variable benutzen, sondern ich muss tatsächlich sagen, ich will meine Speicheradresse und will da was Neues reinschreiben. So, ja, was ich jetzt hier mache, ist folgendes. Ich werde einfach eine Referenz verwenden, die schreibe ich mir hier mal ganz oben hin. Ich sage, wie nennen wir es, x, weil x eine tolle Variable ist. X ist Reference, Reference von, keine Ahnung, von 0 zum Beispiel. Okay, so, und was ich jetzt hier habe, ist, ich kriege die Hardware-Adresse von meiner 0 sozusagen. Hier könnt ihr auch einfach eine, ja, irgendwie sowas wie eine Variable oder sowas angeben, was ihr gerade wollt. Und das müsst ihr tatsächlich jedes Mal machen, wenn ihr eine Variable verändern wollt. Weil in Armlang sind standardmäßig Variablen immutable, das heißt, ihr könnt sie nicht setzen, also sie sind alle Konstanten. Wenn ihr eine Variable verändern wollt, müsst ihr das so machen, wie ich das jetzt gerade mache. So, jetzt sagen wir, wir wollen das Ganze hier verändern, aber in einem Thread drin. Also hier wird jetzt erstmal noch diese Variable x immer ausgegeben. Statt, ja, sagen wir einfach mal, statt Eu geben wir jetzt hier das Ganze aus. Also wir sagen Value, also der tatsächliche Wert von meiner Referenz, den hätte ich ganz gerne. Ups, was habe ich jetzt getan? Reference. Ich möchte nicht, nicht von Reference, sondern von x natürlich. Ich möchte den Wert von meinem x auslesen und nicht den Pointer sozusagen, also nicht die Hardware-Adresse, das steht jetzt gerade hier drin, sondern ich möchte, dass die Zahl, die in dieser Hardware-Adresse gespeichert ist, dass ich die ausgebe. Und das mache ich, indem ich Value von x aufrufe und nicht einfach x selber. So, das macht mein einer Thread. Jetzt schreibe ich mir meinen zweiten Thread. Ich werde hier einfach mal sagen Func 2 oder sowas und Thread 2 oder Thread 2. Und hier drin wird jetzt die Variable vergrößert. Das heißt, wir setzen diese Variable auf was Neues. Das machen wir, indem wir sagen x set und dann Value von x, also den Wert, den sie schon hat. Und den wollen wir einfach zum Beispiel um 2 vergrößern. Dann wird einfach mein x jedes Mal, wenn meine Func 2 aufgerufen wird, wird es um 1 größer. So, und jetzt lassen wir die beide gleich lang schlafen. Obwohl, nee, wir setzen den hier auf 5 Sekunden. Und dann sagen wir hier noch, das brauchen wir eigentlich alles nicht mehr. Hier warten wir, keine Ahnung, sehr, sehr lange. Danach killen wir Thread 1, obwohl so lange auch wieder nicht. Thread 1 und Thread 2. So, hier noch eine Func 2, sonst haben wir natürlich das Problem, dass zweimal die Func 1 ausgeführt wird. Und was wir jetzt hier haben, ist folgendes. Wir haben einen Thread, das ist der hier, der gibt immer den Wert von x aus. Der andere Thread, das ist der zweite hier, der erhöht immer den Wert um 2 und ich hätte ganz gerne hier 5000, nicht 500 stehen. So, und jetzt können wir uns das mal live angucken, wer sozusagen Race Condition gewinnt. Achtung, der hier gibt doppelt so oft den Wert aus, wie der hier eben den Wert erhöht. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ihr seht, ich habe gerade noch das andere ausgeführt. Okay, scheint, als hätte ich hier aus Versehen eine Variable benutzt, die es schon gibt. Habe ich, glaube ich, vorhin irgendwann mal in meinem Skript oder sowas definiert. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall, wenn ich hier ein y einsetze als Variablennamen, dann funktioniert das Ganze wieder. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. So, und jetzt sehen wir hier, die Variable wird als 0 ausgegeben, dann schon als 2, das heißt, die Func 2 war schneller. Dann als 4, da war Func 2 schon wieder schneller. Jetzt war Func 2 mal wieder langsamer. Und dann, deswegen wird sie als 4 ausgegeben. Ja, ihr seht, also es ist nicht ganz gleich. Es sind manchmal 2, meistens sind es 2, aber manchmal sind es halt auch nur 1 oder sowas, wo es dann ausgegeben wird. Ja, und das liegt eben daran, dass die beiden einfach nicht gleich schnell sind. Gut, das ist eigentlich auch schon alles gewesen, was ich euch zeigen wollte. Und ja, das ist es von meiner Seite. Ihr könnt jetzt meinem Zählapparat hier, der einfach alle Zweierzahlen aufzählt, gerne zugucken. Aber ansonsten verabschiede ich mich und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.